Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Come, Deliverance. Ich habe zwischendurch mal nachgeschaut, was Poacher heißt, weil ich das Wort gar nicht kannte. Jagddieb, Wilddieb. Also, er war kein koksender Bubi, wie ich dachte, er war ein Wilddieb, der gutste Hinnick. Und der Händler weiß etwas über ihn. Also gehen wir exakt zu dem Händler zurück, der uns die Schaufel hat verkaufen wollen und es dann auch übrigens tat, wie ich in der letzten Aufnahmesession erklärte, mit dem kleinen Fauxpas seitens des Spiels. Ja komm, jetzt spring doch einfach über diese blöden Zäune hier drüber, machst du doch sonst auch immer. Danke. Der Schatten war gerade echt toll. Schön. So. Hier oben war er. Nochmal. Cool. Es müsste dieser junge Herr hier sein. Hey du. Hey du. Welcome to my shop. Ja, welcome. Reeky. I want to ask about the courier's son, Hinnick. Then ask someone else. I have nothing to do with Reeky. He'd only drive my customers away. I heard a different story, though, that the two of you were doing business together. Who are you, anyway? A friend of Hinnick's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is, but if you find him, tell him he still owes me some goods. About the goods Reeky owes you? What about it? Well, supposing I settle the account for him and you stop filibustering and tell me what I want to know. I suppose that would be all right. How much is it? Before he vanished, I paid him in advance for 5 heirs. Ich würde ganz gerne erst noch die anderen Optionen That durchtesten. much? Then you're about as much use to me as Reeky. I don't give a So. damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. But I urgently need to know where Reeky is. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's quite possible Reeky is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him. And it's even easier to go to the castle and tell them. All right. But give me a word of honor you won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So what do you want to know? Na, super. Also, Hinnick hat an ihn sein gestohlenes Gut, also sein Wildfang, verkauft und wollte uns gerade faktisch bis auf die Probestellen erpressen. Nee, eigentlich erpressen wir ihn gerade. Eigentlich erpressen wir ihn gerade. Und er wollte eigentlich, dass wir für ihn selbst jagen gehen. Ihm quasi genau das geben, was ihm Hinnick versprochen hat. Aber wir haben ihn überzeugen können, der Vernunft zuliebe zu handeln. I hear Hinnick has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? I don't know exactly. That is, I don't know where it is at all. But What I happen to know, it's a dark place, a cave or an old mine shaft. how do you know? Whenever Reeky was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so he had to have light for that. Okay. Reeky versteckt sich entweder in einer Höhle oder in einem Minenschacht, da er immer Lampen und Öl mitgenommen hat. Wie viel bringt er denn so? Wahrscheinlich How so much 5 game Stück. did he bring you? Nö? Not much. A few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know the whereabouts of some mine shaft in the area? I don't know. But a few months ago, the quarrymaster, Sir Rupert, was complaining over his ale here that Lord Divish had saddled him with a hell of a job. He had to check out all the old mine shafts in the area to see what state they were in. I'll try asking him then. Thanks. You're welcome. Na super. Hat auch geklappt. Auch ohne selbst illegal Walddieb spielen zu müssen. Wo finden wir denn den Gutsten? Dort und dort. Ja. Wir versuchen erstmal die Straße hier an der Festung Talberg vorbei, nördlich am Fluss entlang zu nehmen.
Das ist jetzt unser Ziel. Roach, komm her. Nochmal ein Blick auf die Karte. Wir müssen uns jetzt über die Brücke halten, dann nach Westen an der Burg entlang und dann wieder nach Norden. Need for Pferd. Okay. Und da hoppeln wir hinaus in die Welt. Dort ist ein rechter Schifffahrtsmann, der gar nichts anderes als laufen kann. Nein, was ist er? Er sieht aus wie wir. Er trägt die gleiche Kleidung. Hey. Hey. Sag mal. Hallo? Nö. Keine Chance. Undurchdringbar wie eine Mauer. Mörtel und Stein, das muss doch nicht sein. Sprich mit mir. Ich mein's gut mit dir. Wir sind jetzt bei den Steinmetzen angelangt. In einer epischen und total leckenden Animation. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Jawohl. Erstmal ganz kurz. Sicher ist sicher. Und nun ein wenig Smalltalk. Hallo. Gut so. What are you about, boy? Was machst du hier? Was willst du hier? What are you doing here? Me? I thought I might prattle about, perhaps bake me a cake. There's a great big one here in the forge. Certainly I couldn't be, you know, smithing. Er scherzt. Er ist ein Scherzbold. Ja, also was macht er wohl? Wahrscheinlich backt er einen Kuchen. Nee, Alter, er steht vor der Schmiede. Okay. Tell me something about Talmberg. It used to be a nice, quiet place. The northern troubles started the country. Of course, Sir Divish don't like to get mixed up in them affairs, so it's still peaceful enough here. For now. Im Grunde ist es ein ruhiger, schöner Platz und noch ist es still. So, können wir noch was fragen? Where is... How do I get to the local quarry? Just follow the creek down street and you can't miss it. Wir kommen von dort, aber gut. Alles klar. Dankeschön. Hallo? Hallo? Hey. Nö, will nicht. Dann einmal über diesen kleinen, ruhig und träge dahinfließenden Bach auf die andere Seite. Du siehst aber toll aus. I'm looking for a mine shaft around here, and I heard you know all about them. Mine shaft? What for, lad? You surely don't expect to find any silver? Wir fragen ihn gerade nach Mineneingängen und natürlich suchen wir nicht nach Silber. Naja, wenn wir ihm sagen, wir suchen... was ist klüger? Ihm zu sagen, dass wir einfach nur Zeugs suchen, Reichtümer suchen, oder ob wir in offizieller Mission unterwegs sind. Ich vermute sogar, das Schatzsuchen würde uns weniger Probleme bereiten. I heard there's treasure hidden in a Talmberg mine shaft. Treasure? Yeah, treasure. You look a bit old for fairy tales, but don't let me spoil your fun. I'll tell you. There's not many mine shafts left here. Most of them either collapsed or were filled in. But there's still one trial shaft left. That might interest you. How do I find it? Take the road to St. James's. On the way you'll reach a stone bridge. A short way past the bridge, the stream cuts through the path again. At that point, you'll see a hillside on your right, and the shaft is in that hillside. Thanks. You're welcome. Just try not to break your neck. Sehr schön, Dankeschön. Okay. Dann nehme ich an, dass diese Road to Dings da hier oben ist.
dann kommt irgendwo eine steinerne Brücke und dann ein Fluss und dann geht es irgendwo eine Hügelseite hoch. Das machen wir gleich. Der Schmied, den wir gerade hinter uns gelassen haben, scheint noch mehr drauf zu haben. Zumindest haben wir offiziell die Schmiede auf der Karte abgebildet. Was schon was Besonderes ist, würde ich sagen. Auch nichts Besonderes, schade. Das ganze Crafting-System übrigens, was jetzt noch nicht implementiert ist, wird noch reinkommen. Also es scheint da noch viel zu geben, es scheint da viel zu kommen. Was reinkommen wird, ist auf jeden Fall sowas wie Jagen gehen und Haut abziehen und sowas. Also es wird schon durchaus viele verschiedene Rollenspielelemente haben. Allerdings nicht nach dem World of Warcraft oder Skyrim-Motto, ich nehme 50 Eisenbarren, drücke einmal auf die Taste und dann habe ich 50 Eisenerz und einmal draufdrücken und du hast 25 Barren. Und dann machst du 10 Dolche und bist 3 Level höher. So wird es bestimmt nicht aussehen. Das ist heiß. Pass auf. Junge. What are you about, boy? Sagt schon. Aber kann ich denn hier gar nichts kaufen? What are you doing here? Gar nichts kaufen? Okay, nein. Na gut, ich dachte. Komm her. Und es läuft ein bisschen komisch, ne? Die Hufe sehen ein wenig komisch aus. Okay, einmal umdrehen, pfeifen und schon ist es da. Na, bleib hier. Lauf, wo's fährt, kein Ding. So, vermutlich liegt das Dörfchen in diese Richtung. Oder hier oben. Ein Blick auf die Karte. Keine Ahnung. Diese Zeile hier verwirrt mich gerade etwas. Okay. Wir erkunden ein wenig diese Straße und wenn dies nicht ist, gehen wir nach oben. Ich vermute fast, es war nicht diese Straße hier. Oh, Moment. Eine steinerne Brücke. Okay. Dann, wenn der Fluss das zweite Mal den Pfad hier. Nein, hier unten. So, hier kreuzt der Fluss das zweite Mal den Pfad. Und nun die Hügelseite hinauf. Links oder rechts? Left, oder? Wo sind wir denn gerade auf der Karte? Ah, okay, right. Rechts hoch. Okay. Hier habe ich gerade noch ein Feuer gesehen, dort hinten. Oder ist es nur eine Luftverwirbelung? Es ist nur eine Luftverwirbelung. Okay. Wieder dieses schöne Scheißwetter. Und durch den grünen Wald. Vor irgendwelche komischen Bäume. Ich komme bestimmt gar nicht voran, oder? Komme ich überhaupt voran? Ach, ich steige gleich ab. Ja, komm, bleib stehen. Ich habe mich bestimmt gar nicht bewegt. Nee, nicht wirklich. In diese Richtung. Ihr wisst ja, sicher. I'm a safe player, man. Aber vielleicht wäre es jetzt mal angebracht, diesen wunderschönen Helm zu equippen. So.
Besonders durch diese echt grandiose Musik ist das Spiel wirklich, wirklich stimmungsvoll. Das sieht nach einer Höhle aus. Wunderbar. Die Musik ist echt toll. Ab und zu mal ein bisschen Howard Shore dabei. Ganz, ganz toll. Oh. Blumenpflücken macht man so nebenbei. So. Dankeschön. Ein Gerberfell? Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. Ugh, at least you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me! I can explain. I won't tell anyone, I swear. I've no one to tell anyway, just please, don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Then who are you? So, ich bin hier wegen Sir Ratzig oder wir haben einen gemeinsamen Feind oder sie kommen nach dir. Er verbündet... Das ist ein Würstchen, das ist ein Würstchen. Also würde ich sagen... Nee, wir bleiben bei der Wahrheit. I So. come in the name of Sir Rudzik Kobila and Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhof stud farm. I got no idea what you're on about. Save your breath. If you want to have any chance to escape the gallows, you'd better come clean, alright? Jesus Christ. This will never be over. So? Alright. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We was in it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There was two gangs there. Mine and Runt's. We was only there to steal. They wanted to slaughter everyone. But when you knew what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing. Even that we was going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they was cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Them horses was the most valuable thing there. When I spoke up though, Runt gave me such a bollocking I thought it was best to keep my mouth shut. And when they said we was gonna kill anything what moved, well, then we knew there was no going back. Okay. Seine Gang sollte nur stehlen, Runt's Gang wollte töten. Interessant. Seine Meinung. Seine Sicht, ne? Nur seine Sicht. Okay. Fragen wir ihn erstmal nach seiner Gruppe. Your Gang. That gang of yours, what can you tell me about? I don't know what you want to know. There was 4 of us, me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims, never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us, plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's thick as a fence post. Strong as an ox, but not a brain in his head. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Interessant. Und diesen Lambosch, das müsste dann dieser Jacob sein. Gut. Der Kontakt mit Runt, wer hat ihn hergestellt? Who got your 2 gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. A hold up on the road now and then. Nothing bigger. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them. I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was a bit fishy. Gut, und wo sind Timmy und Pius Where did the nun? rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Aye, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works.
Which mill? The windmill, a bit north of Neuhof. Dann müssen wir also nach Neuhof und unser Charm-Skill, Speech, unser Speech-Skill hat sich ein wenig erhöht. Interessant. Lumpy war dann also, Limpy, keine Ahnung, war dann also der Typ, der aufgeknöpft im Intro zu sehen war. Ein wenig mehr über Runs Gang, bitte. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. And none of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt. And Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid, do you? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they're at. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination, but Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Ein wenig mehr über den Überfall. Tell me Jetzt. exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. And Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had to sniff around the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Hanusha's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to tell us where the money was. Then, it all fell apart at the seams rapid-like. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? Well, I'm gaping at Smill, stuck through and through, and then I noticed this boy standing at the other end of the stables, pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "Lubosh?" Runt turns to us and hisses, "Take him down!" So, me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knocks him on the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard, my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off of him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, he just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go. So we scarpered. Okay. What happened after the raid? We was waiting for that fool Timmy. Same place as we'd met him before, so he'd know where we was, right? Fucking bad idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy turned up after a while, two of Runt's men was dragging him. There was some, difference of opinion. They started on us right away that we was traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we was gonna pay for it. They started surrounding us, and we knew it was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? No, one of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they was so buggered from the raid they didn't follow us for long. They just shouted after us that they'd find us. Der Überfall hat sich also nicht so ereignet, wie sie das gerne wollten, sondern wurde wesentlich brutaler. Am Ende sind sie weggelaufen, er und sein Freund Timmy. Gut, noch was über den Neuhof Raid? Nein, das war's. Gut, was planst du nun zu tun? So now, what do I do? Well, Da geschah es. shit. Runt's people. We gotta get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Oh, fuck. At least they don't know there are two of us. We can take them by surprise. In a pig's eye. I'm out of here. Look here. If you run, they'll kill you, and me too. Together we stand a better chance. Oh, Jesus Christ. Alright. I suppose you're right.
Und so kommen wir an unsere erste Schwertkampfübung. Have you lost something? Es ist scheiße dunkel. Hallo? Ach, das war mein Bubi, der da angreift. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Scheiße. Dog. Muss mal ganz kurz gucken, wie die Steuerung geht. Game Settings? Nein, scheiße. Kann ich gar nicht nachgucken. Toll. Ich hätte vorher das Tutorial machen sollen. Ah, jetzt haben wir endlich die Animation drauf und sind gleich tot. Können wir irgendwas schnell essen? Hey. Nein, können wir nicht. Warum? Warum? Ich frage mich gerade, warum dieses Fadenkreuz erst so spät aufploppte. Und es wäre wohl vermutlich besser, eine Fackel auszurüsten, sonst sehen wir einfach gar nichts. Na komm, na komm. So, wir rüsten die Fackel in die andere Hand. Skippen ein wenig durch das Gespräch. Schade, dass er nicht automatisch... Obwohl, nein, ganz gut, dass er nicht automatisch danach gespeichert hat, sonst würden wir nicht mehr weg können. Noch können wir umkehren und unseren Arsch irgendwie retten. Depends on whose plan. So, das. Dann das. Eins zu viel. Dann das. The windmill. Okay. Dann das hier. Did you know when... Not a one. Scheiße. Dann das hier. Dann das Somewhere hier. in the... So. Dann. What did you find? And it... Tell me... And it wasn't. No. What happened then? Dann das hier. No, one of... Der gleiche Fehler wie vorhin. Und jetzt das hier. So. Is he here again? Schnell. Irgendwie schnell. Los. I'll send you straight to hell. Ich möchte gerne den anderen fokussieren. Das ging aber gerade nicht. Schade. You're dead. That was one more. Das ist ein Problem. Das ist noch ein größeres Problem. Hey. Ich würde mich gerne umwenden und ein wenig Fersengeld geben. Problem ist, je mehr wir einstecken, desto weniger Ausdauer haben wir. Ganz schnell. Ein wenig was gegessen, vielleicht bringt das ja irgendwas. Boah, das ist echt krass, ich sehe nichts. Wo waren die denn? Scheiße. Also das mit der Nacht ist echt hier ein bisschen zu krass gemeint. Sorry. Das geht echt nicht. Das geht wirklich nicht. Wo kann ich denn hier... Helligkeit. Gar nicht. Schön.
Okay. Ja, dann keine Ahnung. Sorry. Fuck. Dann bleibt mir nichts anderes, als wieder zum Hideout zurückzukehren. Und zu hoffen, dass es dort ein Bett gibt, wo ich ein bisschen pennen kann. Der Hideout müsste... Was war das? Oh, ich glaube, wir sind gerade verblutet. Schön. Ich würde sagen, da das Spiel gerade entschieden hat, uns rauszuwerfen, nutze ich mal ganz kurz die Gelegenheit und informiere mich etwas über das Kampfsystem. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge Kingdom Come, Deliverance. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao!